In diesem Video zum PR200 stellen wir die Funktionsweise der analogen Ein- sowie Ausgänge vor und verbinden einen Feuchte- und Temperaturmessumformer über die RS485-Schnittstelle. Der Beispielaufbau besteht aus dem programmierbaren Relay PR200, dem Temperatursensor PT1000, der Anzeige ITP14 und dem Messumformer PVT100. Der PT1000 Temperatursensor wird an den Analogeingang des PR200 angeschlossen, um den Widerstand zu messen. Der 0 bis 10 Volt Analogausgang des PR200 wird mit der ITP14 Anzeige verbunden, wobei der Feuchte- und Temperaturmessumformer über die RS-Schnittstelle verbunden wird. Zusätzlich werden jeweils 2 Schalter sowie Signallampen genutzt, die an den digitalen Ausgängen des PR200 angeschlossen sind. Wir werden den PR200 so programmieren, dass die vom PT1000 Sensor gemessene Temperatur und die vom PVT100 Gerät aufgenommene Feuchtigkeit auf der ITP14 sowie der LCD-Anzeige angezeigt wird. Wir werden den Umgang mit den analogen Ein- und Ausgängen darstellen und zeigen, wie das Gerät für den Einsatz in einem Modbus-Netzwerk konfiguriert werden kann. Mithilfe der Schalter werden Sie in der Lage sein, die auf der ITP14 angezeigten Messwerte zu ändern. Werfen wir nun einen Blick in die Programmierumgebung Architect ALP. Der Umgang mit der Software und die Konfiguration des PR200 durch diese wurden bereits in unserem ersten Video dieser Videoreihe betrachtet, das Sie durch Klicken auf dieses Feld ansehen können. Der Videolink befindet sich auch in der Videobeschreibung. Gehen wir zunächst auf den Analogeingang ein, an den der PT1000 Temperatursensor angeschlossen ist. Klicken Sie auf das Feld des ersten Analogeinganges. Auf der rechten Seite erscheint ein Fenster, in welchem Sie den Signaltyp, Eingangsmodus, die Nachkommastellen sowie den Filter einstellen können. Wählen Sie den analogen Modus 0 bis 4000 Ohm als Eingangssignal und eine Nachkommastelle. Beim Filter wählen Sie bitte 0,1. Nun ist der analoge Eingang konfiguriert. Es folgt das Erstellen einer neuen Variable, die den sich ändernden Widerstandswert abspeichert. In der oberen Werkzeugleiste finden Sie den variablen Ausgangsbaustein. Platzieren Sie diesen im Arbeitsfeld. Um eine Variable zu erzeugen, doppelklicken Sie den leerstehenden Block, sodass die Variablentabelle erscheint. Wir erzeugen 2 Variablen des Typs Real, eine für den Widerstandswert und eine für die Temperatur. Nun verbinden wir den analogen Eingang mit dem entsprechenden Variablenbaustein und wählen durch erneutes Doppelklicken die Variable Temperatur aus. Es ist uns gelungen, den PT1000 Sensor an das programmierbare Relay PR200 anzuschließen und den Widerstand zu messen, jedoch würden wir gerne die Temperatur wissen. Um dies zu erreichen, benutzen wir das jeweilige Makro im Komponentenmanager. Wählen Sie es aus und fügen Sie es dem Arbeitsfeld per Drag and Drop hinzu. Verbinden Sie den Temperaturblock mit dem Eingang R. Der Widerstandswert der Zuleitung muss dem Parameter RW übergeben werden. In unserem Falle beträgt dieser 0,4 Ohm. Ziehen Sie nun einen konstanten Baustein in das Arbeitsfeld und wählen Sie als Datentyp Real. Der Ausgang T wird mit der Temperaturvariable verbunden. Außerdem existiert ein weiterer Ausgang für Fehlermeldungen, der in unserem Beispiel unbenutzt bleibt. Bei fehlerfreiem Betrieb würde an diesem Ausgang eine 0 ausgegeben werden. Werte von 1 oder 2 bedeuten, dass der gemessene Widerstand außerhalb der gültigen Grenzen liegt. Die Einrichtung des analogen Einganges für eine Temperaturmessung ist nun abgeschlossen. Es folgt die Konfiguration des Feuchte- und Temperaturmessumformers PVT100. Wählen Sie in der Werkzeugleiste die Gerätekonfiguration und drücken Sie auf das Feld RS485 Slot 1 Slave. Die Kompaktsteuerung PR200 kann in einem Modbus-Netzwerk sowohl als Master oder auch als Slave aktiv sein. Wählen Sie den Modus Master. Wir verwenden eine Bautrate von 9600 und das Protokoll Modbus RTU. Andere Einstellungen bleiben unberührt. Durch Rechtsklicken des Feldes RS485 Slot 1 Master können Sie ein Slave-Gerät hinzufügen. Wir ändern den Namen zu PVT100 und die Modbus-Adresse zu 1.
Um eine Variable hinzuzufügen, klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol. Auf der rechten Seite können der Name, der Datentyp, das Register und die zu benutzende Modbus-Funktion geändert werden. Unsere Variable erhält den Namen Luftfeuchtigkeit und besitzt den Datentyp int. Das auszulesende Register ist 259. Diese Zahl richtet sich nach dem Dezimalsystem. Alle Informationen zur Konfiguration des PVT-100 finden sich in der Bedienungsanleitung des Geräts. Nach der Konfiguration der RS-485-Schnittstelle und des analogen Einganges möchten wir die erfasste Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf der ITP14-Anzeige darstellen. Um den korrekten Prozentsatz der Luftfeuchtigkeit anzuzeigen, sollte die Variable des PVT-100 durch 100 geteilt werden, da die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 0 bis 10.000 als unsigned integer abgespeichert wird. Dafür benutzen wir den Block fdiff und den Baustein zur Konvertierung von int zu real. Führen Sie diese Zahl in eine neue Variable mit dem Namen humidDisp ein. Gehen Sie zum Display Manager und doppelklicken Sie auf Form 1. Aus dem Ordner Display Elemente ziehen Sie bitte zwei I/O-Boxen int real per Drag and Drop in das Arbeitsfeld. In dem Fenster Parameter unten rechts wählen Sie den korrekten Datentyp, die Dezimalstelle und den Text, den Sie vor bzw. nach der gewählten Variable anzeigen möchten. Wählen Sie dann eine Variable von der Liste. Durch Klicken der vertikalen Leiste Netzwerk Slot 1 erscheinen die genutzten Netzwerkvariablen. Es bleibt nur noch übrig, entweder die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit auf der ITP14-Anzeige darzustellen. Wir nutzen zwei Schalter, die an den digitalen Eingang 1 sowie 2 angeschlossen sind. Sie werden genutzt, um zwischen der Anzeige der jeweiligen Werte zu wechseln. Zusätzlich verbinden wir die Signallampen zur Darstellung der jeweils dargestellten Variable. Genutzt werden kann der SR-Flipflop. Verbinden Sie den digitalen Eingang I1 mit dem Parameter S des Flipflops und den digitalen Eingang I2 mit dem Parameter R. Der Ausgang des Flipflops sollte mit dem digitalen Ausgang Q1 verbunden werden. Dasselbe Signal, aber durch den Block NOT invertiert, wird an den digitalen Ausgang Q2 weitergeleitet. Eine Variable, die an den analogen Ausgang weitergeleitet wird, muss im Bereich von 0 bis 1 liegen, wobei eine 0 0 Volt und eine 1 10 Volt entspricht. Der Zahlenbereich der Temperatur und Luftfeuchtigkeit befindet sich zwischen 0 und 100. Daher muss die Variable für die Temperatur durch 100 und die Variable für die Luftfeuchtigkeit durch 10.000 geteilt werden. Um zwischen den beiden Signalen für die Anzeige zu wählen, wird vom Funktionsblock binäre Auswahl Gebrauch gemacht. Abhängig vom Wert der Auswahl wird entweder die Temperatur oder die Feuchtigkeit der Luft an den Ausgang weitergeleitet. Durch die Anzeige zweier verschiedener Zahlen wird der Anzeigebereich der Größen beschränkt. Dies bedeutet, dass der PT1000 Temperatursensor Werte außerhalb von 0 bis 100 messen kann. Jedoch wird aufgrund des Zahlenbereichs der Luftfeuchtigkeit der Temperaturbereich des Sensors auf den Bereich von 0 bis 100 beschränkt. Das Programm kann nun gespeichert werden. Nachdem das Programm auf die Kompaktsteuerung geladen worden ist, kann das Online-Debugging-Tool zur Echtzeitüberwachung geöffnet werden.